Ein Sturm verhindert das Flugzeug von der Einnahme ab. A storm prevented the plane from taking off. Alle Passagiere wurden vor dem Ertrinken gerettet. All the passengers were saved from drowning. Alle Kommentare werden dankbar geschätzt. Any comments will be gratefully appreciated. Verbringen Sie genug Zeit mit Ihren Kindern? Are you spending enough time with your kids? Sind Sie sicher, dass Sie Ihren Job beenden? Are you sure that you want to quit your job? Soweit ich weiß, hat er nie pünktlich kommen. As far as I know, he has never come on time. Sobald sie mich sah, brach sie weinend aus. As soon as she saw me, she burst out crying. Diese beiden Studenten nicht bestanden den Test. Both of those students didn't pass the test. Könnten Sie mir sagen, wie die Station zu bekommen? Could you tell me how to get to the station? Dick versprach vor 3 Uhr zurückzukommen. Dick promised to come back by 3 o'clock. Kennen Sie jemanden, der summt, während Sie arbeiten? Do you know anyone who hums while they work? Planen Sie bis 10 Uhr weiterzuarbeiten? Do you plan to continue working until 10 o'clock? Jeder wusste, dass sie gut Englisch sprechen konnte. Everybody knew she could speak English well. Nur wenige Menschen leben 100 Jahre alt zu sein. Few people live to be 100 years old. Haben Sie fertig Ihre Englisch-Hausaufgaben noch? Have you finished your English homework yet? Er fügte hinzu, ein wenig Zucker und Milch zu seinem Tee. He added a little sugar and milk to his tea. Er gab zu, dass er das Verbrechen begangen hatte. He admitted that he had committed the crime. Er gab zu, dass er den Schatz gestohlen hatte. He admitted that he had stolen the treasure. Er entschuldigte sich bei mir auf meinem Fußverschritt. He apologized to me for stepping on my foot. Er verglich die Nachahmung mit dem Original. He compared the imitation with the original. Er konnte sich nicht entschließen, um die Rehe zu schießen. He couldn't bring himself to shoot the deer. Er bekam den Schock seines Vaters Tod. He got over the shock of his father's death. Er hatte keine Mühe, um das Geheimnis zu erklären. He had no difficulty explaining the mystery. Er sagte, er mir schreiben würde, aber er hat nicht. He said he would write to me, but he hasn't. Er zeigte mir das Manuskript seines neuen Stücks. He showed me the manuscript of his new play. Er schläft während des Tages und arbeitet in der Nacht.
He sleeps during the day and works at night. Ihre Geburtstagsparty wird morgen Abend sein. Her birthday party will be tomorrow evening. Hier kommen die Polizei. Lasse uns von hier verschwinden. Here come the police. Let's get out of here. Er ist sehr jung. Er ist viel jünger als Tom. He's very young. He's much younger than Tom. Wie lange dauert es, bis zum Bahnhof zu bekommen? How long does it take to get to the station? Wie viel haben Sie dir für Ihr altes Auto? How much did they give you for your old car? Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihrem Ehepartner? How much time do you spend with your spouse? Wie oft und wie viel sollte ich füttern, mein Hund? How often and how much should I feed my dog? Es tut mir leid, ich bin nicht in der Lage, Ihre Party zu besuchen. I am sorry, I am unable to attend your party. Es tut mir leid, Sie zu haben gehalten, so lange zu warten. I am sorry to have kept you waiting so long. Ich wurde Mitglied des Vereins vor 10 Jahren. I became a member of the club 10 years ago. Ich kaufte eine Uhr und ich es am nächsten Tag verloren. I bought a watch and I lost it the next day. Ich kaufte ihm einen Drink im Gegenzug für seine Hilfe. I bought him a drink in return for his help. Ich berechnet, dass es $300 kosten würde. I calculated that it would cost $300. Ich kann jemandem sprechen in dem nächsten Raum zu hören. I can hear someone talking in the next room. Ich kann nicht so ein teures Auto leisten zu kaufen. I can't afford to buy such an expensive car. Ich kann nicht glauben, dass Sie diesen Film genossen. I can't believe that you enjoyed that movie. Ich kann mich nicht sehr gut in Englisch auszudrücken. I can't express myself in English very well. Ich komme nach Hause von der Arbeit über 7 jeden Tag. I come home from work about 7 every day. Ich konnte nicht Fragen zum Test beantworten. I couldn't answer any questions on the test. Ich weiß nicht, wann, aber es wird eines Tages passieren. I don't know when, but it'll happen someday. Ich will dich nicht belasten mit meinen Sorgen. I don't want to burden you with my troubles. Ich erwarte, dass Sie leicht die Prüfung zu bestehen. I expect her to pass the examination easily. Ich schlief ein, während ich meine Hausaufgaben mache. I fell asleep while I was doing my homework. Ich hatte Mitleid mit ihr, als ich ihre Geschichte hörte. I felt sorry for her when I heard her story. Ich habe herausgefunden, warum die Maschine nicht funktionieren würde.
I figured out why the machine wouldn't work. Ich fand schließlich die Lösung für das Problem. I finally found the solution to the problem. Ich habe einen Brief von einem alten Freund gestern. I got a letter from an old friend yesterday. Ich hatte meine Arbeit fast fertig, als sie kam. I had almost finished my work when she came. Ich hatte mein Portemonnaie aus meiner Innentasche gestohlen. I had my wallet stolen from my inner pocket. Ich habe eine Menge Geld in meinem Sparkonto. I have a lot of money in my savings account. Ich habe eine Menge Dinge an diesem Nachmittag zu tun. I have a lot of things to do this afternoon. Ich habe die Idee für den Kauf eines Hauses verlassen. I have abandoned the idea of buying a house. Ich habe viele Freunde, die sind Muttersprachler. I have many friends who are native speakers. Ich habe nicht wieder hier seit dem Vorfall gewesen. I haven't been back here since the incident.